Tagebuch Ostfront, Heeresgruppe Süd, August 1942. Viel Zeit bleibt nicht, nachdem wir die Brücke genommen haben. Der Kompaniechef spricht uns seine Anerkennung aus und macht sich seine Notizen. Aber wir müssen weiter. Der nächste Ort soll noch genommen werden, um dem Russen die Versorgungsstraße auf der Rollbahn abzuschneiden. Richtung Pjatigorsk geht es weiter. Aber das Gelände wird schlechter und wir kommen nur langsam voran. Als wir im Dunkeln die Straße erreichen, will der Chef weiter vorrücken, aber auch keine Überraschung erleben. Wir bleiben also alleine auf der Straße und sichern gen Osten. Die anderen Panzer rollen weiter auf die Ortschaft zu. Bald schon sind unsere Truppen außer Sicht und Hörweite und wir stehen alleine auf der Rollbahn. Stockdunkel hier, man kann kaum die Hand vor Augen sehen. 2 Mann bleiben im Panzer und der Rest kann die Gegend erkunden. Nur nicht so weit weg, in diesem Dunkeln findet man niemanden wieder. Nach 2 Stunden und etwas Kaltverpflegung sehen wir abgeblendete Scheinwerfer aus Richtung Westen kommen. Na, da sind unsere Truppen aber schnell vorangekommen. Ein LKW hält auf uns zu und wir bleiben am Panzer stehen. Der LKW stoppt und mein Kommandant geht zum Fahrer. Er will denen erklären, wo unsere Truppen schon sind. Ich lehne am Panzer, Ladeschütze und Funker sind austreten und der Fahrer schläft noch im Panzer. Plötzlich Geschrei und Pistolenschüsse knallen. »Russen, das sind Russen«, höre ich noch den Kommandanten rufen. Dann wieder ein Schrei. Ich springe auf den Panzer und versuche, die MP aus dem Turm zu ziehen. Der Riemen hängt fest und ich muss den ganzen Kopf in den Panzer stecken, um das blöde Ding herauszuziehen. Schon pfeift es an meinem Kopf vorbei. Noch ein Schuss und eine weitere Kugel prallt an der Turmverriegelung ab. Endlich habe ich die MP in der Hand und ziele auf den Mündungsblitz. Ich ziehe durch und der Rückstoß lässt mich taumeln, schiebt mich leicht nach hinten. Jetzt stolpere ich auch noch rückwärts und falle vom Panzer herunter. Im gleichen Moment geht eine MP-Garbe knapp über mich hinweg. Glück gehabt, sonst wäre ich jetzt im Eimer. Benommen rolle ich mich neben die Kette und versuche, etwas zu erkennen. Neben dem LKW liegt mein Kommandant auf der Straße. Aber im Abblendlicht kann ich nicht erkennen, ob er noch lebt. Ich krieche unter dem Panzer durch. Wo sind bloß die anderen? Der Fahrer kann doch nicht immer noch pennen. Die anderen beiden, ja, die haben keine Waffen mitgenommen. Die liegen sicher irgendwo in Deckung. Ich sehe hinter dem Panzer jemanden knien. Das ist keiner von uns. Wieder reiße ich den Abzug durch und der Russe wird zu Boden gerissen. Hasserfüllt starrt er mich an und versucht seine MP in meine Richtung zu bringen. Noch ein Feuerstoß von mir und die Kugeln schlagen direkt in sein Gesicht. Ich darf darüber jetzt nicht nachdenken. Ich muss meine Kameraden beschützen. Ich krieche weiter unter dem Panzer durch und schiebe den toten Russen zur Seite. Blut und Hirnmasse klebt an mir. Als ich mich aufrichten will, springt mich ein weiterer Iwan an und reißt mich zu Boden. Die MP fliegt mir aus der Hand und ich versuche, den Kerl zu packen zu kriegen. Er ist viel stärker als ich. Da habe ich keine Chance. Ich wehre mich mit dem Mut der Verzweiflung, aber es hilft nichts. 2 Faustschläge ins Gesicht habe ich schon abbekommen. Und nun kniet der Schurke auf mir und greift nach etwas, um mir den Schädel einzuschlagen. Jetzt ist es aus. Der schlägt mich tot. Ich sehe noch schemenhaft, wie er ausholt. Und dann lässt er den Knüppel fallen und Blut läuft aus seinem Mund. Er zuckt, er schreit. Er will sich aufrichten. Aber dann kippt er zur Seite. Nun sehe ich auch den Fahrer, Hermann, und das blutige Bajonett in seiner Hand. Ich bin fix und fertig. Aber ich rappele mich auf. Was ist hier bloß los? Warum kommen die Russen aus dem Westen? Aus dem Straßengraben kommen nun auch die anderen Kameraden angehetzt. Sie waren zu weit weg, um zu helfen. Und Waffen hatten sie auch keine dabei. 3 tote Russen und ein LKW erbeutet. Aber der Kommandant, was war mit ihm geschehen?
Wir ziehen ihn ins Licht. 2 Löcher in der Brust, aber er atmet noch. Schnell werden Verbände angelegt und wir hoffen auf baldige Hilfe. Er hat viel Blut verloren, aber wo finden wir einen Sanitäter? Schnell ist es entschieden. Funker und Ladeschütze schnappen sich den LKW und fahren dem Angriffsverband hinterher. Wir warten hier ab und halten die Stellung. Die toten Russen rollen wir in den Graben. Der LKW ist voller Fischkonserven. Ein paar davon werden fix gebunkert und ab geht es. Eine Russen-MP gebe ich den beiden noch mit und hoffe, dass sie schnell einen Arzt finden. Hermann und ich bleiben beim Panzer. Ich drehe den Turm nach hinten. Das passiert mir nicht nochmal. Jetzt wird mir auch klar, warum das Russen waren. Wir haben die letzte Rückzugsstraße abgeschnitten und die versuchen natürlich noch abzuhauen und fahren voll auf uns drauf. Mir geht es nicht gut. Der Kampf mit dem Russen hat mich doch mehr mitgenommen, als ich dachte. Hermann hat ein paar der Fischkonserven aufgemacht und nun wird da was gegessen. Er hat auch noch Schnaps im Panzer. Das ist der Abschussschnaps, den es bei erfolgreichen Abschüssen immer gibt. Wir trinken was und die Lebensgeister kommen langsam wieder. Eine halbe Stunde später sehen wir wieder LKWs auf uns zukommen. Wieder aus Westen. Die Nacht ist fast vorbei und wir können die Fahrzeuge erkennen. Russen. Verdammt nochmal. Und wir hier nur zu zweit. Diesmal sind es LKW mit Packs im Schlepp. Egal. Wir können mit denen nicht sprechen. Die müssen wir ausschalten, bevor die abprotzen können. Wir lassen sie auf 100 Meter rankommen und ich feuere eine 5 cm Granate direkt in das erste Führerhaus. Ein lauter Knall und eine irre Detonation verrät mir, dass die Munition auf der Ladefläche mit hochgegangen ist. Hermann lädt nach und ich schieße auf den zweiten LKW. Der steht nun auch und qualmt. Gestalten springen ab und ich schieße nochmal. Körper fliegen durch die Luft und ich sehe im Rauch, dass die tatsächlich versuchen, die Pack in Stellung zu bringen. Ich wechsle an das Turm-MG und halte dazwischen. Als ich den Abzug wieder loslasse, liegen die Russen tot am Boden. Ich warte noch ab, schwenke den Turm hin und her, aber die sind wohl alle verwundet oder tot. Und die Explosion, die war sicherlich meilenweit zu hören. Und ich hoffe, dass wir bald Verstärkung bekommen. Der Morgen naht und wir machen uns auf die Suche nach russischen Überlebenden. Tatsächlich finden wir 3 leicht Verwundete und einen Schwerverwundeten. Die legen wir abseits in den Graben und halten die in Schach, so gut wir können. Wieder hören wir Motorengeräusche, aber nun ist es ein Schützenpanzerwagen, der von Osten auf uns zuhält. Eine kleine Kampfgruppe. Also sind unsere Kameraden wohl angekommen und haben berichtet, was hier los war. Ich bin froh, dass wir nun endlich Unterstützung bekommen. Die Kameraden unter Führung eines alten Oberfeldwebel räumen eilig die Straße frei und bringen das letzte Russengeschütz in Feuerstellung. Er teilt mir mit, dass ich jetzt mit meinem Panzer hier warten soll, bis die anderen Kameraden nachrücken. 50 Schuss für die Pack werden geborgen. Das sollte genügen. Er weiß, was er tut und er baut aus den vorhandenen Mitteln in diesem Geländeabschnitt eine kleine Verteidigungslinie auf. Wir arbeiten mit und nach kurzer Zeit haben wir eine gute Abwehr gen Westen errichtet. Keine Minute zu früh, da rollen schon wieder Russen ran. 10 LKW kommen auf uns zu. Der Oberfeld lässt gleich mit der Russenpack den ersten LKW in Brand schießen. Die Kolonne stoppt, die Russen ergeben sich. 9 LKW mit Versorgungsgütern, Lebensmitteln und reichlich Wodka werden erbeutet. Auch diese Russen werden abseits zusammengefercht und sind nun unsere Gefangenen. Die Beute-LKW werden etwas entfernt der Straße abgestellt. Das wird den Tross sicher noch sehr freuen. Eine Flasche Wodka wandert noch in unsere Panzerkiste. Man weiß ja nie. Wie lange soll das noch so weitergehen? Es ist schon Mittag und wir warten noch immer auf Befehle. Endlich, am späten Nachmittag tauchen deutsche Fahrzeuge auf und rücken bis zu unserer Straßensperre vor. Die LKW, die Pack und die gefangenen Russen werden übergeben und ich bekomme noch 2 Infanteristen zur Unterstützung in den Panzer.
Der eine als Funke-Ersatz am Bug-MG und der andere als Ersatzladeschütze, falls es doch noch brenzlig wird. Nun bin ich wohl der Kommandant. Und los geht es. Mit dem Schützenpanzerwagen hinter mir geht es weiter, um Anschluss an unsere Kampfgruppe zu bekommen. Knapp 20 Kilometer fahren wir, bis wir wieder auf eigene Truppen treffen. Wir kommen in Pjatigorsk an und der Ort ist schon fest in deutscher Hand. Als wir ankommen, werden wir freudig begrüßt und der Kompaniechef lässt sich die Aufregung der letzten 12 Stunden melden. Er teilt mir mit, dass unser Kommandant vor einer Stunde gestorben ist und dass ich nun, bis wieder ein anderer Kommandant verfügbar ist, als Ersatzkommandant den Panzer führen soll. Viel Verantwortung für einen kleinen Obergefreiten, aber es geht hier in erster Linie um Erfahrung und der Herr Oberleutnant hat wohl einfach kein Personal mehr. Ich bin traurig, dass unser Kommandant gestorben ist. Er ist ein guter Kerl gewesen. Ich sitze mit der restlichen Besatzung zusammen und wir trinken auf den gefallenen Kameraden. Hier werden wir wohl ein paar Tage bleiben, bis der Rest des Regiments aufgerückt ist. Endlich etwas Ruhe.